Lektion 1. Veränderungen beobachten. Es ist interessant, über das Verhalten von Menschen nachzudenken, die in dieser Zeit gelebt haben. Unbedingt. Die Veränderungen schienen im Laufe der Jahre so bedeutsam zu sein. Welche Veränderungen haben Ihrer Meinung nach das Verhalten der Menschen am meisten beeinflusst? Ich glaube, dass technologische Fortschritte eine große Rolle dabei gespielt haben, wie wir interagieren. Das ist ein großartiger Punkt. Soziale Medien haben unsere Kommunikationsstile verändert. Richtig? Die Menschen sind stärker vernetzt, aber manchmal fühlt es sich weniger persönlich an. Genau. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Wie wirkt sich das Ihrer Meinung nach auf Beziehungen aus? Ich denke, das kann zu Missverständnissen führen, aber auch neue Verbindungen fördern. Ja, es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Online- und persönlichen Interaktionen zu finden. Lektion 2. Packen für das Abenteuer. Vergessen Sie nicht, Wanderschuhe, Sonnencreme, Insektenschutzmittel und ein Erste-Hilfe-Set einzupacken. Unbedingt. Das ist das A und O für eine sichere und unterhaltsame Wanderung. Was glaubst du, brauchen wir noch für unsere Reise? Vielleicht ein paar Snacks und viel Wasser, um hydratisiert zu bleiben. Tolle Idee. Energieriegel sind immer eine gute Option. Ja, und wir sollten auch eine Karte mitbringen oder einige Wander-Apps herunterladen. Das ist klug. Es ist leicht, sich ohne einen richtigen Führer zu verirren. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, die Wanderwege zu erkunden und die Natur zu genießen. Ich auch. Es wird ein unvergessliches Abenteuer. Lektion 3. Zusammenkochen. Das ist ein guter Plan. Ich fange damit an, die Zwiebeln und den Knoblauch anzubraten. Klingt perfekt. Diese Aromen werden das Gericht wirklich aufwerten. Danach kann ich die Tomaten dazugeben und köcheln lassen. Großartig. Sollen wir es beim Kochen würzen? Ja, wenn Sie einige Kräuter hinzufügen, wird es noch schmackhafter. Welche Kräuter sollten wir deiner Meinung nach verwenden? Basilikum und Oregano würden gut zusammenpassen. Ich liebe die. Dadurch wird das Essen auch fantastisch riechen. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren, wenn alles fertig ist. Lektion 4. Reisepläne. Wie lange bleibst du? Nur für eine Woche, dann wieder zu Hause. Das klingt nett. Eine Woche ist eine gute Zeit zum Entspannen. Genau. Ich möchte in dieser Zeit so viel wie möglich erkunden. Haben Sie eine bestimmte Reiseroute geplant? Ich habe ein paar Orte im Kopf, bin aber auch offen für Vorschläge. Das ist die beste Art zu reisen. Spontanes Erkunden kann zu großartigen Abenteuern führen. Unbedingt. Ich liebe es, unterwegs versteckte Juwelen zu entdecken. Es wird mit Sicherheit eine spannende Reise. Lektion 5. Motiviert bleiben. Wie bleibst du motiviert, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen? Ich finde einen Trainingspartner und wir ziehen uns gegenseitig zur Rechenschaft. Das ist eine kluge Strategie. Unterstützung zu haben, macht einen großen Unterschied.
Definitiv. Es macht mehr Spaß, zusammen zu trainieren. Hast du einen festen Zeitplan für dein Training? Ja, wir treffen uns normalerweise morgens, um unseren Tag richtig zu beginnen. Das ist eine großartige Möglichkeit, um voller Energie zu bleiben. Welche Art von Workouts machst du? Wir kombinieren es mit Cardio- und Krafttraining, um die Dinge interessant zu halten. Klingt nach einem soliden Plan. Ich muss vielleicht irgendwann zu euch beiden kommen. Wir haben einen Pool, ein Fitnessstudio und kostenloses Frühstück inklusive. Das klingt wunderbar. Ist der Pool das ganze Jahr über geöffnet? Ja, das ist es. Es ist beheizt, sodass Sie es auch im Winter genießen können. Perfekt. Ich liebe Schwimmen. Was ist mit dem Fitnessstudio? Das Fitnessstudio ist mit den neuesten Geräten gut ausgestattet. Das ist großartig. Ich werde auf jeden Fall mit meinem Training Schritt halten wollen. Unbedingt. Sie können auch nahegelegene Wanderwege erkunden. Lektion 7. Anastasia und die russische Revolution. Die Geschichte von Anastasia und der russischen Revolution ist so faszinierend. Ja, das 20. Jahrhundert brachte viele Veränderungen in Russland mit sich. Hat es getan. Anastasias Geschichte ist eine Mischung aus Mysterium und Tragödie. Genau. Was waren Ihrer Meinung nach die größten Auswirkungen der Revolution? Der Fall der Monarchie war eine enorme Veränderung der Machtdynamik. Richtig. Es hat das Leben vieler Menschen verändert, einschließlich der königlichen Familie. Ich frage mich, wie Anastasias Leben ohne die Revolution anders verlaufen wäre. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken. Sie wurde in ein solches Privileg hineingeboren. Ja, und dann hat sich alles so dramatisch verändert. Lektion 8. Reise nach Bali. Ich war letzten Monat auf einer Reise nach Bali. Das klingt unglaublich. Bali hat so interessante Orte zum Erkunden. Das tut es wirklich. Die Strände und Tempel waren absolut atemberaubend. Hast du bestimmte Tempel besucht? Ja, ich habe den Uluwatu-Tempel besucht. Die Aussicht von dort war atemberaubend. Ich habe gehört, dass die Aussicht auf den Sonnenuntergang spektakulär ist. Das sind sie wirklich. Die Farben des Himmels waren unglaublich. Was hat dir an Bali noch gefallen? Die lokale Küche war köstlich. Ich habe so viele neue Gerichte probiert. Lektion 9. Klavier spielen. Spielst du Klavier? Ja, das tue ich. Es ist eines meiner Lieblingshobbys. Fantastisch. Tritt du in Bands oder solo auf? Ich spiele hauptsächlich solo, aber ich habe mich einigen kleinen Ensembles angeschlossen. Das klingt lustig. Welche Art von Musik spielst du gerne? Ich liebe klassische Musik, aber ich mag auch Jazz. Jazz am Klavier muss wirklich ausdrucksstark sein. Ist es.
Die Improvisation verleiht der Musik so viel Charakter. Ich würde dich gerne irgendwann spielen hören. Lektion 10. Eine persönliche Geschichte. Es ist eine Geschichte, die ich nicht in einem Buch gelesen oder in einem Klassenzimmer gelernt habe. Wirklich? Was meinst du? Ich habe es gesehen und gelebt, genau wie viele von Ihnen. Das klingt faszinierend. Worum ging es bei der Erfahrung? Es ging darum, Herausforderungen zu meistern und Resilienz zu entdecken. Diese Art von Geschichten ist oft am wirkungsvollsten. Genau. Sie geben uns Lektionen, die wir nicht durch bloßes Lernen lernen können. Ich stimme vollkommen zu. Erfahrungen aus dem wirklichen Leben prägen, wer wir sind. Ja, und oft inspirieren sie auch andere. Lektion 11. Leidenschaft für Fotografie. Eine Kamera kann auch mit einer einfachen Einrichtung immer noch schöne Bilder aufnehmen. Das ist so wahr. Es geht nur um die Perspektive und den Moment. Genau. Was fotografierst du am liebsten? Ich liebe es, die Natur und ehrliche Momente von Menschen einzufangen. Das sind tolle Themen. Sie erzählen so reiche Geschichten. Ja, jedes Foto kann unterschiedliche Emotionen hervorrufen. Hast du ein Lieblingsfoto, das du kürzlich gemacht hast? Das tue ich. Das ist eine Aufnahme eines Sonnenuntergangs über den Bergen. Das klingt umwerfend. Ich würde es gerne irgendwann sehen. Lektion 12. Tickets buchen. Planen wir 2 Vorführungen ein. Eine am Morgen und eine weitere am späten Nachmittag. Das klingt unglaublich. Dann buchen wir Tickets für den Nachmittag. Gute Idee. Das gibt uns Zeit, die Gegend vor der Show zu erkunden. Genau. Wir können auch in der Nähe zu Mittag essen. Haben Sie ein bestimmtes Restaurant im Sinn? Ich habe tolle Dinge über das italienische Lokal um die Ecke gehört. Perfekt. Ich liebe italienisches Essen. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich kann einer guten Lasagne nicht widerstehen. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan von Spaghetti Carbonara. Sie sind so reichhaltig und köstlich. Lektion 13. Kluge Entscheidungen. Dann holen wir es uns. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, oder? Ich denke, es ist eine kluge Entscheidung. Genau. Es ist immer gut, sich auf das Unerwartete vorzubereiten. Was denkst du, sollten wir für unsere Reise priorisieren? Ich denke, wir sollten uns zuerst darauf konzentrieren, das Nötigste einzupacken. Einverstanden. Auf diese Weise vergessen wir nichts Wichtiges. Sollten wir auch eine Checkliste erstellen, um den Überblick zu behalten? Ja, das würde uns definitiv helfen, organisiert zu bleiben. Dann lass uns gehen. Es wird Spaß machen, sich gemeinsam vorzubereiten. Lektion 14. Neuseelands Farmen. Wussten Sie, dass Neuseelands Farmen auch für ihre köstlichen Früchte berühmt sind? Ja, ich habe gehört, dass ihre Kiwis und Äpfel außergewöhnlich sind. Genau, das Klima dort ist perfekt für den Anbau einer Vielzahl von Früchten.
Ich würde diese Farmen gerne eines Tages besuchen. Es wäre toll, die Obstgärten persönlich zu sehen. Und frisches Obst direkt vom Baum zu probieren, klingt herrlich. Definitiv. Hast du eine Lieblingsfrucht aus Neuseeland? Ich glaube, ich würde ihre Kirschen lieben. Ich habe gehört, dass sie süß und saftig sind. Das sind sie wirklich. Lass uns eines Tages eine Reise dorthin planen. Lektion 15. Die Bestrebungen des Präsidenten. Weißt du, es ist faszinierend, wie eine Figur außerhalb von Texas so bekannt sein kann. Unbedingt. Da wundert man sich, warum so viele Leute wollten, dass er im Jahr 2000 für das Präsidentenamt kandidiert. Richtig? Es scheint, dass sogar Menschen aus anderen Staaten etwas Besonderes in ihm gesehen haben. Vielleicht war es sein Charisma oder seine Politik, die in der Öffentlichkeit Anklang fanden. Genau. Es ist interessant, wie eine Persönlichkeit regionale Grenzen überschreiten kann. Glauben Sie, dass sein Hintergrund bei diesem Appell eine Rolle gespielt hat? Definitiv. Seine Erfahrungen prägten seine Vision und machten ihn für viele nachvollziehbar. Und ist es nicht faszinierend, wie die Berichterstattung in den Medien solche Zahlen verstärken kann? Ganz gewiss. Medien können ein Narrativ schaffen, das die öffentliche Wahrnehmung erheblich beeinflusst. Lektion 16. Grüne Initiativen. Ich denke, Organisationen zu unterstützen, die Bäume pflanzen, könnte wirklich einen Unterschied machen. Das ist ein großartiger Punkt. Bäume spielen eine so entscheidende Rolle in unserer Umwelt. Das tun sie. Sie liefern nicht nur Sauerstoff, sondern tragen auch zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Genau. Außerdem schaffen sie Lebensräume für unzählige Arten. Und vergessen wir nicht, wie sie die Schönheit unserer Gemeinschaften verbessern. Unbedingt. Es ist, als würde man der Natur etwas zurückgeben und gleichzeitig unsere Umgebung verbessern. Denken Sie, dass sich die Menschen dieses Themas immer mehr bewusst werden? Ich hoffe es. Bewusstsein ist der erste Schritt zu einer positiven Veränderung. Es ist inspirierend zu sehen, wie Einzelpersonen und Gruppen Maßnahmen für eine grünere Zukunft ergreifen. Lektion 17. Projektmanagement. Wir müssen wirklich alles im Auge behalten. Das ist entscheidend für den Erfolg des Projekts. Ja, ich stimme voll und ganz zu. Exzellente Kommunikation ist der Schlüssel zur Vermeidung von Missverständnissen. Und wir können uns keine Verzögerungen leisten. Jeder Schritt zählt, um unsere Frist einzuhalten. Genau. Es ist wichtig, auf dem richtigen Weg zu bleiben, besonders bei so vielen beweglichen Teilen. Hast du mit dem Team über ihre Fortschritte gesprochen? Noch nicht, aber ich habe vor, das heute Abend zu tun, um sicherzustellen, dass sich alle einig sind. Das klingt gut. Es ist wichtig, dass wir alle auf dem Laufenden halten und motivieren. Unbedingt. Die Teammoral kann die Produktivität wirklich beeinflussen. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir diese Dynamik beibehalten, wenn wir vorankommen. Lektion 18. Soziale Etikette. Es ist interessant, wie Höflichkeit die soziale Dynamik wirklich verändern kann. Das ist wahr. Eine höfliche Person vermeidet es oft, andere zu irritieren, besonders im öffentlichen Raum. Genau, kleine Dinge wie nicht zu laut Musik zu spielen können viel bewirken.
Ja, es zeigt Rücksicht auf die Menschen in ihrer Umgebung. Und sich seiner Umgebung bewusst zu sein, gehört zum respektvollen Umgang. Unbedingt. Es geht darum, eine angenehme Umgebung für alle zu schaffen. Denken Sie, dass sich die Menschen heutzutage der sozialen Etikette weniger bewusst werden? Manchmal fühlt es sich so an, aber ich denke, viele legen immer noch Wert auf Höflichkeit. Das ist ein gutes Argument. Freundlichkeit kann bei Interaktionen wirklich einen Unterschied machen. Lektion 19. Heimkehr. Sie freut sich immer, nach Wales zurückzukehren, wo ihre Freunde sind. Das klingt herrlich. Es ist etwas Besonderes, an vertraute Orte zurückzukehren. Unbedingt. Es ist beruhigend, von Freunden und Familie umgeben zu sein. Und ist es nicht toll, nach einer Abwesenheit wieder mit geliebten Menschen in Kontakt zu treten? Ja. Diese Momente schaffen bleibende Erinnerungen und stärken die Bindungen. Außerdem ist es schön, Geschichten und Erfahrungen aus ihrer Auszeit zu teilen. Genau. Es ist, als würde man das Leben des anderen nachholen. Und in einer unterstützenden Umgebung zu sein, kann so erfrischend sein. Definitiv. Es ist wichtig, einen Ort zu haben, an dem Sie sich wie zu Hause fühlen. Lektion 20. Gastlichkeit. Wir möchten, dass jeder Gast einen angenehmen Aufenthalt bei uns hat. Das ist ein so wichtiger Aspekt der Gastfreundschaft. Komfort ist der Schlüssel. Unbedingt. Es macht einen großen Unterschied in der Gesamterfahrung. Außerdem ermutigt eine einladende Atmosphäre die Gäste wiederzukommen. Genau. Es geht darum, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Denken Sie, dass kleine Gesten den Komfort erhöhen können? Definitiv. Kleinigkeiten wie frische Handtücher oder ein herzliches Willkommen machen viel aus. Ja, es sind diese durchdachten Details, die die Gäste am meisten schätzen. Und sicherzustellen, dass sich jeder geschätzt fühlt, ist in der Hotellerie von entscheidender Bedeutung. Lektion 21. Reiseempfehlungen. Es gibt so viele Attraktionen, es ist überwältigend. Ich weiß. Gibt es empfohlene Unterkünfte in dieser Gegend? Ja, auf jeden Fall. Ich habe großartige Dinge über ein paar lokale Hotels gehört. Das ist gut zu wissen. Komfortable Unterkünfte können das Reiseerlebnis verbessern. Genau. Es ist schön, einen gemütlichen Ort zu haben, an den man nach der Erkundung zurückkehren kann. Und die Nähe zu Sehenswürdigkeiten macht es noch besser. Ja, Bequemlichkeit ist der Schlüssel, wenn Sie reisen. Bevorzugen Sie also Hotels oder Ferienwohnungen, wenn Sie reisen? Normalerweise tendiere ich zu Ferienwohnungen, um ein wohnlicheres Gefühl zu haben. Lektion 22. Bezahlbares Leben. Ich habe eine Wohnung für $300 pro Monat gefunden und die Nebenkosten sind enthalten. Das klingt nach einem unglaublichen Deal. Wie hast du es gefunden? Ich habe eine Anzeige online gesehen und beschlossen, vor 6 Uhr anzurufen, wie Sie vorgeschlagen hatten. Kluger Schachzug. Es ist immer gut, schnell zu handeln, wenn Sie etwas Erschwingliches finden. Definitiv. Ich war überrascht, wie viele Optionen es gibt.
Es ist schön zu sehen, dass es immer noch budgetfreundliche Optionen gibt. Richtig, vor allem auf dem heutigen Markt, wo die Preise so hoch sein können. Haben Sie vor, den Ort bald zu besuchen? Ja, ich möchte es ausprobieren und sehen, ob es meinen Bedürfnissen entspricht. Lektion 23. Olympisches Erbe. Wurde die olympische Bewegung nicht vor ein paar Jahrzehnten gegründet? Ja, das war es. Es ist jedoch nicht klar, ob das IOC dem ursprünglichen Plan seines Gründers folgt. Das ist ein interessanter Punkt. Die Vision scheint sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt zu haben. Unbedingt. Der Fokus hat sich auf eine Weise verschoben, mit der manche vielleicht nicht einverstanden sind. Glaubst du, die Änderungen haben sich positiv auf die Spiele ausgewirkt? Das ist schwer zu sagen. Einige Aspekte sind jetzt sicherlich kommerzialisierter. Stimmt. Es muss ein Gleichgewicht zwischen Sport und Wirtschaft gewahrt werden. Genau. Den Geist der Spiele zu bewahren, ist entscheidend für ihre Integrität. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Bewegung in Zukunft weiterentwickelt. Lektion 24. Praktische Tipps. Ja, der Einfachheit halber habe ich ein paar gute Tipps. Es ist ziemlich praktisch. Das ist toll zu hören. Wozu brauchst du aber irgendwelche Tipps? Ich suche immer nach Möglichkeiten, die täglichen Aufgaben einfacher und effizienter zu gestalten. Das macht Sinn. Kleine Anpassungen können viel Zeit sparen. Genau. Ich finde, dass die Vorausplanung wirklich hilft, meinen Tag zu rationalisieren. Unbedingt. Haben Sie bestimmte Routinen, denen Sie folgen? Das tue ich. Der Morgen ist entscheidend, also bereite ich alles am Abend zuvor vor. Das ist ein kluger Ansatz. Das gibt einen positiven Ton für den Rest des Tages an. Ja, und es gibt mir mehr Zeit für andere Aktivitäten, die mir Spaß machen. Lektion 25. Sportliche Herausforderungen. Während der Saison wurden ihm viele Seillängen in den Weg geworfen. Es hört sich so an, als ob er vor einer ziemlichen Herausforderung stand. Wie ist er damit umgegangen? Obwohl er sowohl von Fans als auch von Spielern verspottet wurde, behielt er seine Fassung. Das ist beeindruckend. Unter Druck konzentriert zu bleiben, ist keine leichte Aufgabe. Unbedingt. Seine Entschlossenheit hat sich in dieser Saison wirklich durchgesetzt. Hat er, trotz der Schwierigkeiten, nennenswerte Erfolge erzielt? Ja, er hatte eine bemerkenswerte Saison und bewies, dass seine Kritiker falsch lagen. Das ist inspirierend. Es zeigt Widerstandsfähigkeit angesichts von Widrigkeiten. Genau. Es ist eine Erinnerung daran, dass harte Arbeit zum Erfolg führen kann. Lektion 26. Unterschiede verstehen. Vorurteile sind oft auf die Umstände unserer Geburt zurückzuführen, nicht wahr? Ja, und manchmal sind unsere Unterschiede so tief, dass sie zu Spaltungen führen. Es ist bedauerlich, besonders wenn wir uns denselben Kontinent teilen. Unbedingt. Da fragt man sich, wie wir diese Lücken überbrücken können. Bildung und offener Dialog sind unerlässlich, um einander zu verstehen. Ganz gewiss. Empathie spielt eine große Rolle beim Abbau von Barrieren. Haben Sie Initiativen zur Förderung der Inklusivität bemerkt?
Ja, es gibt mehr Programme, die sich auf die Förderung von Vielfalt und Akzeptanz konzentrieren. Das ist ermutigend. Das ist ein Schritt in Richtung einer geeinteren Gesellschaft. Lektion 27. Lebensmittelpräferenzen. Das behalte ich im Hinterkopf. Hast du ein Lieblingslebensmittelgeschäft? Ja, ich kaufe sehr gerne auf dem lokalen Biomarkt ein. Das klingt nett. Was magst du am meisten daran? Ich schätze die frischen Produkte und die Vielfalt der lokalen Produkte. Das ist immer ein Plus. Die Unterstützung der lokalen Landwirte ist ebenfalls wichtig. Definitiv. Es fühlt sich gut an zu wissen, wo mein Essen herkommt. Hast du irgendwelche neuen Rezepte mit den Zutaten ausprobiert, die du dort kaufst? Ja, ich habe mit verschiedenen Obst- und Gemüsesorten experimentiert. Das klingt lustig. Kochen mit frischen Zutaten kann so lohnend sein. Lektion 28. Wirtschaftliche Auswirkungen. Werden die Menschen vor Ort angesichts der hohen Arbeitslosigkeit wirklich von neuen Arbeitsplätzen profitieren? Die Antwort scheint sowohl Ja als auch Nein zu sein, abhängig von verschiedenen Faktoren. Das ist interessant. Welche Faktoren beeinflussen dieses Ergebnis? Nun, die Art der geschaffenen Arbeitsplätze und ihre Zugänglichkeit spielen eine große Rolle. Unbedingt. Wenn Jobs nicht für die lokale Bevölkerung geeignet sind, hilft das nicht viel. Genau. Außerdem sind Aus- und Weiterbildung unerlässlich, um langfristige Vorteile zu erzielen. Es geht also nicht nur darum, Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch sicherzustellen, dass sie nachhaltig sind. Ja, und dafür zu sorgen, dass die lokalen Gemeinschaften in den Prozess einbezogen werden. Das klingt nach einem ausgewogenen Ansatz zur wirtschaftlichen Entwicklung. Lektion 29. Effizienz beim Publizieren. Es ist faszinierend, wie weit die Technologie im Verlagswesen fortgeschritten ist. Ja, und es ermöglicht uns, Artikel schneller und günstiger zu veröffentlichen. Genau. Es ist erstaunlich, über die Effizienz nachzudenken, die wir jetzt haben. Sowohl der wöchentliche Versand als auch die Zeiten haben sich an diese Änderung angepasst. Unbedingt. Es geht darum, mit der schnelllebigen Welt, in der wir leben, Schritt zu halten. Haben Sie bemerkt, wie digitale Plattformen die Art und Weise, wie wir lesen, verändert haben? Ja. E-Reader und Online-Artikel machen Informationen so zugänglich. Es ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Die Qualität kann manchmal darunter leiden. Stimmt. Das Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Qualität ist in der Verlagsbranche von entscheidender Bedeutung. Lektion 30. Transportzeitplan. Busse fahren in der Regel alle 10 bis 15 Minuten abhängig von der Route. Das ist ziemlich praktisch. Laufen Sie den ganzen Tag über pünktlich? Das hängt von der Tageszeit ab, aber im Allgemeinen halten sie einen guten Zeitplan ein. Das ist beruhigend. Ich hasse es, lange an der Bushaltestelle zu warten. Ich auch. Es ist schön zu wissen, dass Sie nicht ewig warten müssen. Gibt es bestimmte Strecken, die Sie für zuverlässiger halten? Die Hauptrouten sind in der Regel konsistenter, insbesondere während der Hauptverkehrszeit. Gut zu wissen. Ich werde darauf achten, dass ich mich auf Reisen daran halte.
Ja, die Planung Ihrer Reise kann den Unterschied ausmachen. Lektion 31. Neue Fähigkeiten erlernen. Ich habe beschlossen, es auszuprobieren und dieses Jahr etwas Neues zu lernen. Das ist aufregend. Nimmst du Unterricht oder lernst du alleine? Ich nehme lieber Unterricht, weil ich ihn strukturierter finde. Das macht Sinn. Einen Lehrer zu haben, kann helfen, Dinge schnell zu klären. Genau. Außerdem motiviert mich die Interaktion mit anderen. Ich stimme zu. Manchmal können Gruppenaktivitäten das Lernen angenehmer machen. Was ist mit dir? Wie lernst du am liebsten? Normalerweise lerne ich alleine und verwende Online-Ressourcen und Videos. Das ist auch ein großartiger Ansatz. Es ermöglicht Flexibilität in Ihrem Zeitplan. Lektion 32. Kostenlose Dienstleistungen. Nein, der Ersatz wird Ihnen nicht in Rechnung gestellt. Er ist kostenlos. Das ist toll zu hören. Es ist immer schön, wenn Unternehmen kostenlose Dienstleistungen anbieten. Unbedingt. Es zeigt, dass Ihnen die Kundenzufriedenheit am Herzen liegt. Ja, und es kann wirklich die Loyalität der Kunden stärken. Haben Sie jemals schlechte Erfahrungen gemacht, als etwas ersetzt werden musste? Gott sei Dank, nein. Aber ich habe Geschichten gehört, in denen Unternehmen zusätzliche Gebühren erhoben haben. Das kann frustrierend sein. Es ist erfrischend, wenn ein Unternehmen Verantwortung übernimmt. Genau. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich an Orte zurückkehre, an denen Kunden gut behandelt werden. Absolut. Guter Service kann in unserer Erfahrung den Unterschied ausmachen. Lektion 33. Mietoptionen. Wir sollten die verfügbaren Mietunterkünfte in Ihrem gewünschten Gebiet erkunden. Ja, das klingt nach einem Plan. Sollen wir direkt oder über eine Agentur buchen? Die Buchung über eine Agentur kann manchmal bessere Optionen bieten. Das ist wahr. Sie haben oft Zugriff auf Angebote, die nicht online sind. Genau. Außerdem können Sie bei Fragen oder Bedenken behilflich sein. Denkst du aber, dass es die zusätzlichen Kosten wert ist? Das könnte sein, vor allem, wenn es Ihnen Zeit und Ärger spart. Ich verstehe deinen Standpunkt. Es kann eine Erleichterung sein, wenn sich jemand um die Details kümmert. Definitiv. Lassen Sie uns unsere Optionen abwägen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Lektion 34. Leere Eingabeaufforderung. Ich denke, wir sollten uns überlegen, was wir für unser Projekt benötigen. Das ist eine tolle Idee. Was denkst du ist am wichtigsten? Ich glaube, wir sollten damit beginnen, unsere Hauptziele zu skizzieren. Ja. Klare Ziele werden unsere Bemühungen leiten. Und dann können wir Aufgaben aufteilen, um sie überschaubar zu machen. Genau. Es ist einfacher, kleinere Aufgaben anzugehen als ein großes Projekt. Sollen wir für jede Aufgabe Fristen festlegen? Das klingt vernünftig. Das wird uns helfen, auf Kurs zu bleiben. Perfekt. Lass uns mit unserem Plan beginnen. Lektion 35. Abenteuer im Bereich Kunstbedarf. Ich freue mich auf diesen Ausflug in ein Geschäft für Künstlerbedarf. Es wird ein lustiger und produktiver Tag werden.
Ich auch. Ich kann es kaum erwarten, all die Vorräte zu sehen, die wir finden können. Haben Sie ein bestimmtes Projekt für Ihre neuen Materialien im Sinn? Ja, ich habe vor, ein Bild anzufangen, das mir in den Sinn gekommen ist. Das klingt wunderbar. Welche Farben erwägst du zu verwenden? Ich fühle mich zu lebendigen Farben hingezogen. Sie erwecken Kunst wirklich zum Leben. Ich stimme zu. Helle Farben können einem Stück so viel Energie verleihen. Genau. Ich hoffe auch, im Laden einige einzigartige Pinsel zu finden. Das wäre toll. Verschiedene Tools können deine Technik wirklich verändern.